Was machen wir, falls Emilio Sascha kein Alibi gibt? Außer Emilio ist doch keiner so verrückt, sich auf sowas einzulassen. Solange die mich nicht vernehmen, kann ich die nicht von meinem Alibi überzeugen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Du kannst also bestätigen, den besagten Abend mit Herrn Vukovic verbracht zu haben. Ganz genau. Das hier ist unsere letzte Chance, unsere Schulden bei Berg zu begleichen. Du glaubst wirklich, dass Yakamoto sich auf das Wohnrecht einlässt? Ich werde das Schloss und das Gelände zu einem gigantischen Vergnügungspark umgestalten. Aus Schloss Königsbrunn wird Yakamoto Castle. Weiß Ansgar eigentlich von Yakamotos Plänen? Ich habe versucht, ihn zu erreichen, aber im Krankenhaus ist er nicht mehr. Ich weiß, wie extrem er unter der Situation leidet. Ich hab's wirklich vermasselt. In diesem Moment unterschreibt Sebastian wahrscheinlich den Kaufvertrag. Ich stimme für den Verkauf. Du musst kämpfen. Zusammen mit deiner Familie. Und du wirst gewinnen. Der Verkauf an Yakamoto ist einstimmig beschlossen. Was ist? Worauf wartest du? Geh, du musst dein Schloss retten. Ja, mir fällt das auch nicht leicht. Sebastian, was ist? Die Familie hat sich endgültig für den Verkauf entschieden. Ich weiß, ich habe zwar schon eine schriftliche Einverständniserklärung. Aber ich wollte dich trotzdem darüber in Kenntnis setzen, dass Yakamoto gleich zur Vertragsunterzeichnung herkommt. Mit meinem schriftlichen Einverständnis kannst du dir deinen kleinen, schmalen Hintern abwischen. Ich war nicht bei Verstand, als ich das unterschrieben habe. Du meinst, als du deinen Rausch im Krankenhaus ausgeschlafen hast? Das kannst du nennen, wie du willst. Tatsache ist, jetzt bin ich wieder klar. Und Tatsache ist auch, das Schloss wird nicht verkauft. Jetzt fang nicht wieder damit an. Entweder du machst jetzt einen konstruktiven Vorschlag oder hältst dich raus. Das können wir alles besprechen, wenn ich auf Königsbrunn bin. Bis dahin haltet ihr die Füße still. Zum letzten Mal, hast du einen Plan oder nicht? Nein, ich habe noch keinen Plan, aber wir finden einen Weg, diesen Irren aufzuhalten. Glaub mir, keiner von uns ist von Yakamotos Plänen begeistert. Aber wir haben keine andere Wahl. War wohl nichts mit Rettung in letzter Sekunde. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, es ist Ansgar. Aber ich dachte, das ist nicht die Zeit für Eitelkeiten. Und normalerweise hat er ja auch immer ein Ass im Ärmel. Nur diesmal wohl leider nicht. Herr Yakamoto ist eingetroffen. Ich komme sofort, Justus. Wir sind uns einig? Es gibt keinen anderen Weg? Ich habe überhaupt keine Idee, wo mein Auto ist. Auf dem LCL-Parkplatz. Warte mal. Alles oder nichts. Der kann nicht schaden, wenn du bewaffnet bist. Viel Glück. Das ist wirklich extrem lecker. Das klingt jetzt aber überrascht. Hat's Ihnen sonst etwa nicht geschmeckt? Das sage ich Ihnen erst, wenn Sie das Ding aus der Hand gelegt haben. Ich hol mal die Post. Mamas Lieblingsweihnachtslied. Thomas hat übrigens total recht. Dieses Käsedings, ja, das ist vorzüglich. Also wenn ich das Rezept bekommen könnte, würde ich es glatt auf meine Karte in Bahn nehmen. Das ist streng geheim. Wer das essen möchte, muss schon hierher kommen. Tja, dann muss ich wohl meine heißgeliebte Freiheit aufgeben und wieder hier einziehen. Glaub ihm kein Wort. Seine Unabhängigkeit ist ihm so wichtig, die opfert er nicht mal für mich. Und trotzdem hältst du zu mir. Und bist die tollste Frau der ganzen Welt. Und deswegen habe ich hier eine kleine Überraschung für dich. Ein Geschenk? Ja. Einfach so. Ja, einfach so. Ja, was ist denn da drin? Wow. Oh, die ist wunderschön. Die war doch bestimmt voll teuer. Ach, für dich ist mir nichts zu teuer. Und außerdem laufen die Geschäfte gerade einfach gut. Du bist so süß. Du bist so süß. Entschuldigt, wenn ich euch unterbreche. Emilio. Finanzamt. Oh, Moxie. Komm her schon. Ja.
Was ist denn los? Uiuiui. Oh. Daher weht der Wind, sag mal. Und der weht nicht gerade aus dem Rosengarten herüber, das kann ich dir sagen. Nee. Kannst du mir mal eine Windel holen? Im Kinderwagen müsste noch welche sein. Nein. Du, das ist die letzte. Was? Och nee. Ums Einkaufen kann ich mich jetzt nicht auch noch kümmern. Hier, kannst du Jessica bitte anrufen? Sie soll einfach in der Mittagspause welche holen gehen. Ich? Ja, du. Du kannst dich natürlich auch um den Dünger im Rosengarten kümmern. Vielen Dank. Dana, wo brennt's? Nein, Jessie, ich bin's. Ich soll dir von Dana ausrichten, dass die Situation an der Windelfront kritisch ist. Kannst du mich mitbringen? Oh Mann, Penthouse, ich hab doch Keller gedrückt. Dieser verdammte Lift macht nur was er will. Hier, ja? Ja, du, ich wollte dich ja auch gar nicht aufhalten. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du jetzt schon einen Termin hast für die Einweihungsparty von deiner neuen Wohnung. Noch nicht. Aber wenn es soweit ist, dann erfährst du es als Erste, versprochen. Ja, aber falls es daran liegt, dass du noch nicht genug neue Möbel hast, also ich könnte dir helfen, welche auszusuchen. Danke, danke, danke. Das ist ein sehr, sehr nettes Angebot. Ich weiß das zu schätzen, aber das schaffe ich schon alleine. Danke. Okay. Ja. Kein Thema. Du, ich muss jetzt wirklich Schluss machen, ja? Ricardo? Ricardo, nicht auflegen. Ich glaube, der Fahrstuhl ist stecken geblieben. Jessie? Du, Jessie, ich kann dich verstehen. Verbindung ganz schlecht. Wort. Ricardo? Ich sitze hier fest und Ricardo legt einfach auf. Du wunderst dich bei deinem Sprechdurchfall? Was wollen die schon wieder von mir? 800 Euro wofür? Ich habe doch letzten Monat erst meine Steuern gezahlt. Zeig mal her. Das ist ein Mahnbescheid über eine nicht geleistete monatliche Vorauszahlung. Vorauszahlung? Das heißt, die Blutsauger wollen meine Kohle haben, bevor ich sie verdient habe? Ab dem 2. Jahr musst du monatlich eine Vorauszahlung leisten. Die wird dann mit deiner Steuererklärung verrechnet. Also entweder kriegst du was zurück oder du musst was nachzahlen. Das heißt, Irrtum ausgeschlossen und ich muss die Summe bezahlen. Tut mir leid. Und an deiner Stelle würde ich das sofort zahlen. Die Mahngebühren, die werden sonst richtig happig. Und eine Kontopfändung willst du nicht riskieren. Soll ich dir die 800 vorstrecken? Jetzt zu Weihnachten. Ach, ich krieg das schon hin. Danke. Was denn mit Kim? Die verdient doch auch gut. Habt ihr gar keine Rücklagen? Vor allem haben wir getrennte Konten, damit ich eben nicht von ihr abhängig bin. Und kein Wort zu ihr, okay? Schau mal. Oh, schön. Schön, gell? Es sieht nicht gut aus. Graf Sebastian hat wohl doch keinen anderen Käufer für das Schloss gefunden. Wir müssen uns wohl damit abfinden, dass wir alle hier raus müssen. Und dass Königsbrunn ein kitschiger Freizeitpark für asiatische Touristen wird. Furchtbar, schönes Schloss. Man kann nicht erwarten, dass Herr Yakamoto Rücksicht auf die Tradition eines alten europäischen Adelsgeschlechts nimmt. Es ist eben eine andere Kultur. Dem gebe ich Kultur. Linse, du bist die Beste. Aber weißt du, auch wenn ich seine Pläne nicht gutheiße, im Grunde genommen müssen wir Herrn Yakamoto dankbar sein. Ohne ihn wären die Lahnsteins ruiniert. Ein externer Anruf. Schloss Königsbrunn, Sie sprechen mit Justus, dem Butler. Was kann ich für Sie tun? Justus, ist die Miso-Suppe schon eingetroffen? Graf Ansgar? Ich nehme an, dass Sie wissen möchten, ob Herr Yakamoto bereits eingetroffen ist. Wer sonst? Kim Jong-un? Von einem weiteren Gast aus Asien ist mir nichts bekannt. Aber Yakamoto ist in der Tat vor einigen Minuten angekommen. Okay, dann hören Sie mir jetzt ganz genau zu. Justus, sind Sie noch dran? Ja, natürlich, ich höre. Also hören Sie. Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass er das Schloss kauft. Ich
verstehe nicht ganz, wie soll ich das anstellen? Sie lassen sich was einfallen. Ich komme auch, aber bis ich da bin, verhindern Sie, dass dieser Vertrag unterschrieben wird. Ist das klar? Justus, ich zähle auf Sie. Natürlich, natürlich. Ich tue mein Bestes. Haben Sie denn schon einen Weg gefunden, das Schloss zu retten? Aufgelegt. Gawanska will das Schloss retten. Und ausgerechnet mich braucht er dazu, um ihm zu helfen. Linse, was weißt du über Japaner? Ich? Nichts. Aber kannst du mal mit diesem Scheiß aufhören, sonst stürzen wir noch ab. Ja, wenigstens ein schneller Tod. Techniker, hier sind wir mumifiziert. Mhm. Munter mich ruhig auf. Schon mal auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht Panik kriegen könnte. Hey, wenigstens versuche ich uns hier rauszuholen. Ja, wie das funktioniert, sieht man ja. Hey, kannst du aufhören, mich ständig von der Seite dumm anzumachen? Was ist los mit dir? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Nein. Also doch. Ich hab doch Nein gesagt. Ja, klar. Und Frauen sagen immer, was sie denken. Du hast überhaupt nichts gesagt. Außer, dass es komplett lächerlich ist, dass sich jemand in mich verlieben könnte. Mann, du wolltest ein reines Sexding. Ja. Aber du hättest auch nicht gleich so begeistert mir recht geben müssen. Dich soll mal einer verstehen. Ich mache jede Wette, dass der Typ, mit dem du gerade am Telefon warst und ihm ein Ohr abgekaut hast, dich auch nicht verstanden hat. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie Ricardo tickt. Ach, du hast also den Doc angebaggert. Ich hab ihn nicht angebaggert. Muss er sich auch ausgerechnet in Dana verlieben. Ich bin dann einfach wieder die dumme Blondine, mit der er mal im Bett war und das war's. Du hast dich also in den Doc verknallt. So. Großmarkt. Strom- und Stadtmiete. Na wunderbar, das passt nicht. Das passt nicht. Ich kann doch Thomas nicht schon wieder anpumpen. Ich habe noch geschlossen. Also. Ey, sag mal, kannst du nicht lesen? Ich habe noch geschlossen und wenn du ein Burrito essen willst, kommst du in einer Stunde noch mal wieder. Ich will nichts essen. Ich bringe die Ware. Was für Ware? Ich habe nichts bestellt. Aber Vukovic meinte, wir können das Zeug hier erstmal unauffällig parken. Vukovic? Du meinst Sascha? Wo steckt er eigentlich? Du, der ist nicht hier und von irgendwelcher Ware unterstellen hat er mir auch nichts erzählt. Ich habe den Vertrag genau nach Ihren Vorgaben aufsetzen lassen. Sehr gut. Ich habe es vor 3 Jahren sehr bedauert, dass der Vertrag mit Ihrem Vater nicht zustande gekommen ist. Ihr Cousin intervenierte damals recht energisch. Ich erinnere mich. Mein Cousin hat Sie damals recht unsanft vor die Tür gesetzt. Ein Erlebnis, das sich in mir auch nachhaltig eingeprägt hat. Yakamoto-san, ich versichere Ihnen, das wird sich nicht wiederholen. Ich bin überzeugt, Yakamoto Kersel wird für asiatische Touristen ein stärkerer Magnet als Schloss Neuschwanstein. Mehr Vergnügen. Sie und Ihre Familie erklären sich bereit, sofort auszuziehen? Paragraph 7c. Sie können umgehend mit den Umbauarbeiten beginnen. Dann ist das Schloss seinen stolzen Preis wert. Was ist das denn jetzt? Entschuldigen Sie mich. Was soll das? Mit Verlaub,
Ich habe mir erlaubt, eine kleine Überraschung vorzubereiten, damit der Vertragsabschluss unter einem guten Stern steht. Shadow. In der Tat, Yakamoto-san, der Teeweg. Es handelt sich um eine traditionelle japanische Zeremonie, die der Reinigung und inneren Einkehr dient. Als Sandra dann endlich über Hagen hinweg war, hat sie sich ausgerechnet in Ricardo verliebt. Und er in sie. Dann war es natürlich klar, dass sie ihr das nicht kaputt machen konnte, nach allem, was sie durchgemacht hat. Die Situation scheint auswegloser zu sein als der Fahrstuhl hier. Mhm. So kann man das schon sehen. Festgefahren. Und gefühlsmäßig kompletter Verhau. Mhm. Also, falls du irgendeine Idee hast, wie ich aus der Sache wieder rauskomme, immer her damit. Aber nur, wenn du nicht sauer wirst, weil ich irgendwas Falsches sage. Okay. Ich denke, Maxi hat nun mal nur 2 Mütter und Männer gibt es wie Sand am Meer. Also hakt den Doc ab und sucht dir jemand Neues. Nobelpreis-Idee. Wie gut das funktioniert hat, haben wir beide ja gesehen. Hm? Habe ich dir gesagt, du sollst dir einen tätowierten Kroaten suchen? Was du brauchst, ist so ein charmanter Frauenversteher. Meinst du jemanden wie Ricky? Wie lang dauert das denn? Doch mal, Leute, jetzt kommt mal klar hier. Das kann doch nicht wahr sein. Und? Bist du schon auf Königsbrunn? Nicht mal ansatzweise. Ich bin total zugeparkt. Diese Vollidioten kommen nicht zurück, um ihre scheiß Karre hier wegzufahren. Dann ruf Sebastian an und sag, dass er den Verkauf stoppen soll. Das habe ich doch längst versucht. Er geht nicht an sein Telefon. Ich will dieser Trottel die ganze Sache durchziehen. Justus, war es wirklich nötig, dass Sie uns bei dieser Eiseskälte durch den Park scheuchen? Das war der Weg des Tees. So erreicht man die erste Stufe der Erleuchtung, indem man an frischer Luft den Alltag abstreift. Schön. Dann will ich mal hoffen, dass der Tee jetzt endlich gezogen hat. Ich würde mich gerne aufwärmen und dann endlich weitermachen. Als erstes erfolgt die Reinigung, mit der man alles Böse abspült. Keine Sorge, mit warmem Wasser. Blöde. Ich weiß sowieso nicht, wie ich das der Familie verklickern soll. Ja, ich dachte, der Plan wäre, dass du sie überzeugen willst, dass ihr ein Team bildet. Dass ihr am gleichen Strang zieht. Naja, Ja, dass wir uns mal zur Abwechslung wie eine Familie benehmen, ich weiß. ja, so ungefähr. Wäre ganz witzig, haben wir jedenfalls noch nie gemacht. Und genau deswegen könnte es funktionieren. Justus, ist das wirklich nötig? Die Reinigung sollte schweigend erfolgen, wegen der Konzentration. Und nun bitte ich Sie, in aller Demut niederzuknien. Justus? Vielleicht möchte Herr Yakamoto diesen Schritt ja auslassen. Vielen Dank. Eine Minute länger und ich wäre ausgerastet. Eva, danke. Ich melde mich gleich, okay? Viel Glück. So, Justus. Wollen wir mal hoffen, dass du die Lage im Griff hast. Bitte verzeihen Sie, wenn ich das Schweigen breche. Aber ich würde so gerne Graf Lahnstein Ihre schönen Traditionen ein wenig näher bringen. Nun, Graf, das ist nur heißes Wasser, um die Schale vorzuwärmen. So. Anschließend werde ich Sie mit diesem weißen Seidentuch reinigen. Das Ganze wird 3-mal wiederholt. Einmal. Sehr wohl.
Nach der Reinigung befülle ich die Matcha-Scheibe mit einem dünnen Tee, dem Usucha. Während Sie diesen Tee genießen, verwende ich jenes Utensil, den Teebesen oder Chasen genannt, um den dicken Tee, den Koicha, schaumig zu schlagen. Aha. So. Der Koicha, den ich nachher servieren werde, ist so stark, dass er nicht getrunken, sondern gegessen wird. Gegessen, natürlich. Sehr richtig, Graf. Da wir nur eine Schale haben, wäre es wichtig, wenn Sie als Gastgeber Herrn Yakamoto den Vortritt lassen würden. Ich hoffe, ich habe keine Fehler gemacht. Sie machen mir eine sehr große Freude. Du hast ja recht, ich muss mal Ricardo abschminken. Es wird schon. Außerdem, so toll ist er nicht. Der ist doch viel zu alt für so ein junges Küken wie dich. Siehste, geht doch. Und mit der Lache findest du garantiert einen Typ, der dich auf Händen trägt. Emilio. Hallo? Hallo Jessica, entschuldige die Störung. Ich habe jetzt alle bei LCL angerufen und jeden aus der WG. Hast du zufällig einen Schimmer, wo Sascha gerade ist? Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Ja, der sitzt ganz zufällig gerade neben mir. Moment. Emilio. Órale, hombre, ¿cómo estás? Ich kann mir vorstellen, warum du anrufst. Sag mal, warum gehst du nicht an dein scheiß Telefon? Ich habe dich seit einer Stunde versucht anzurufen. Na, weil mein Handy in der Jacke ist, welche ich nicht bei mir habe, weil ich mit Jessica im Lift feststecke. Du, das ist dein Pech. Wie zur Hölle kommst du darauf, mir irgendeinen Typen vorbeizuschicken, der eure geklauten Krempel bei mir unterstellen will? Das wollte ich dir erklären. Das kannst du dir sparen, dein Kollege hat mir alles erzählt. Nur weil ich dir einmal ein Alibi gegeben habe, heißt das nicht, dass ich bei euren Deals mitmache. Aber so ist das doch gar nicht. Das ist völlig harmlos. Da springt doch auch was für dich dabei raus. Ich habe einen Hackfleischlieferanten organisiert. 1A Ware, aber da gibt's wohl irgendwelche Missverständnisse. Hey, hallo, Spacko, hörst du mir noch zu? Ja, klar, ich musste nur kurz Jessie was erklären. Du weißt, sie sitzt gerade neben mir. Und du weißt, wie scheißegal mir das gerade ist. Ja, aber das Hack, das ist 1A und kein Gammelfleisch. Ob Hack oder nicht. Ich werde mit Sicherheit nicht euren geklauten Mist bei mir unterstellen. Auch nicht für ein paar Tage, wie dein Kollege meinte. Du könntest eine Menge dabei sparen. Heißt? Mach mal einen Wurf. Vierstellig. Geht klar. Das heißt, ich bekomme einen Riesen, wenn ich euren Kram bei mir lager, ja? Mhm. Klingt das gut oder klingt das gut? Mit einer traditionellen Teezeremonie hätte ich wirklich nicht gerechnet. Das ist heutzutage selbst in Japan selten geworden. Es ist immer wieder traurig, wenn Traditionen nicht gepflegt werden. Wussten Sie übrigens, dass die Lahnsteins über eine stolze Tradition von über 800 Jahren verfügen? Was ist das? Ich denke, so gereinigt und gestärkt, wie wir jetzt sind, können wir doch auch dort fortfahren, wo wir unterbrochen wurden. Den Vertrag bitte. Den Vertrag. Wo? Wo habe ich ihn nur hingetan? Er liegt unter dem Lappen da. Oh, Verzeihung. Unter dem traditionellen Teeschalenreinigungstuch. Oh, in der Tat, ja. Frau Linse hat noch ein leichtes japanisches Menü zubereitet. Nur 5 Gänge. Ich bin sicher, sie sei sehr betrübt. Richten Sie Frau Linse doch bitte aus, ich bin ebenso untröstlich wie appetitlos. Und vielleicht machen Sie auch noch einen Tee, einen schönen, dicken Tee, um Ihre Lebensgeister zu wecken. Bringen wir es hinter uns. Gerne. Stopp! Sie? Sie
Sie hatten mir versprochen, dass er uns diesmal nicht stören wird. Dazu wird es auch nicht kommen. Was ist los mit dir? Bist du übergeschnappt oder wieder besoffen? Ich war noch nie so klar wie heute. Und ich werde nicht zulassen, dass der da Königsbrunn in einen Freizeitpark verwandelt. Raus aus dem Deal nichts. Das lasse ich mir nicht bieten. Wolda! Yakamoto-san! Hey! Na? Du hattest Sehnsucht nach mir? Was hast du ausgefressen? Echt nichts? Wieso? Lass mich mal überlegen. Du schenkst mir diese Wahnsinnskette. Hältst es kaum 3 Stunden ohne mich aus? Hat da jemand ein schlechtes Gewissen? Mach ruhig weiter so, wenn du nie wieder was geschenkt haben willst, bitte. Nein, ich nehme es zurück. Diese Kette hat die Wahnsinnskreischanfälle ausgelöst. Nicole wurde ganz grün vor Neid. Du bist der Beste von allen. Und halt dich fest, ich habe sogar noch eine viel größere Überraschung für dich. Die passenden Ohrringe. Viel, viel besser. Sag. Okay, was hältst du davon, wenn ich erst mal wieder zu dir ziehe? In den Wolfsbau, hm? Jetzt im Ernst? Was ist mit deiner heißgeliebten Unabhängigkeit? Emilio Sanchez wird nie wieder um Obdach betteln. Also bitte, vom Betteln kann ja wohl kaum die Rede sein. Ich habe wohl Thomas und allen bewiesen, dass ich gut und gerne ohne deren Hilfe klarkomme. Ich hab da ein bisschen an dich gedacht. Du hast recht, der Burritowagen ist eng und es wird auch immer kälter beim arktischen Winter. Also, wenn du nicht willst, kann ich auch. Doch. Ich freue mich total. Ich war nur überrascht. Also meinst du, ist es okay, wenn ich meine Sachen vorbeibringe oder hat Thomas ein Problem damit? Quatsch, der freut sich. Und ich mache 3 Kreuze, wenn ich nicht mehr morgens deine Burritos riechen muss. Also ich liebe deine Burritos. Ja, schon gut. Hey, Marlene. Hey. Stört sich, wenn ich mich kurz dazu setze? Nee, gar nicht. Ich muss gleich wieder rüber zur LCL, aber wenn du mir noch einen Moment Gesellschaft leistest. Sehr gerne. Ja, ich habe das Telefon umgestellt. LCL, Marlene von Nahnstein, was kann ich für Sie tun? Bitte? Sie sind immer noch nicht da. Der Fahrstuhl steckt seit Stunden fest. Da sind Mitarbeiter drin. Nein, jetzt hören Sie mir mal zu. Ich kann auch einen anderen Servicepartner anrufen und Ihnen dann die Rechnung schicken. Wollen Sie das? Also, dann sehen Sie zu, dass Ihr Techniker kommt und das Problem in Ordnung bringt. Aber pronto. Wow. Das war beeindruckend. Ich weiß. Dann stimmt's also, dass der Fahrstuhl bei LCL feststeckt. Ja. Er ist natürlich blöd, weil da muss ich mich umgehend bei jemandem entschuldigen. Sorry. Du, ich muss rüber. Okay. Na, endlich. Mann, aber warum fährt er schon wieder hoch? Ich fall doch runter. Na, hast du wieder Empfang? Hallo Jessie, also bevor du was sagst, es tut mir leid. Ich hab dir vorher nicht geglaubt, dass der Fahrstuhl wirklich stecken geblieben ist. Ich hatte es eilig. Also hast du mich doch gehört. Keine Sorge, ich leg gleich auf. Willst du nicht lieber mit runterfahren? Ich glaube, ich nehme besser. Die Treppe ist sicherer. Jessie, entschuldige, es tut mir leid. Wie geht's dir denn? Ja, wie soll es mir denn gehen? Ich bin hier eingesperrt, es ist dunkel, ich habe Angst. Und ich weiß nicht, wie lange der Sauerstoff noch reicht. Du musst dir keine Sorgen machen. Der Techniker ist auch schon unterwegs, sagt Marlene. Ja, wer weiß, wann der kommt. Bis dahin drehe ich noch durch. Das musst du jetzt wohl aushalten, Jessie. Ich bin nur leider nicht so gut im Aushalten. Es gibt im Moment nichts, was ich für dich tun könnte. Doch, Was denn? du kannst mich ablenken. Was denn? Keine Ahnung, irgendwas? Okay, dann musst du mir aber versprechen, dass das wirklich unter uns bleibt. Unser Geheimnis, ja? Weil dann erzähle ich dir jetzt, wie ich mich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig lächerlich gemacht habe, okay?
Achtung! Kommissar Hemke. Kriegt ein hungriger Bulle einen schnellen Burrito auf die Hand? Oder hast du heute wegen Reichtum geschlossen? Ja, nein, aber klar kriegen Sie einen Burrito, aber Reichtum ist ja nicht. Wie kommen Sie darauf? Nur ein Spruch. Nur ein Spruch, ne? Alles okay bei dir? Du zitterst ja. Ach, die Heizung spinnt nur ein bisschen rum. Ich hatte mal ein Wohnmobil mit so einem ollen Teil. Soll ich kurz reinkommen, mir das Ding mal angucken? Nein, 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 nicht nötig. Hier in meiner Kochecke ist es schön warm. Danke. So. Hier Ihr Burrito wie immer. Schon mal dankt. Stimmt so. Danke, wow. Kim, was machst du denn hier? Hey, ich hab Pause. Ich dachte, ich helfe dir und nehme schon mal ein paar Sachen mit. Ich habe noch gar nicht gepackt. Was ist das da unter der Decke? Das ist nichts. Schön, dass du es auch noch geschafft hast. Aber ich fürchte, du bist zu spät. Sebastian und Yakamoto unterschreiben gerade den Kaufvertrag. Nein, ich glaube, das tun sie nicht. Was soll das denn heißen? Dass dieser Vollidiot Yakamoto ein weiteres Mal vom Schloss geworfen hat. Ich bin ihm noch hinterhergerannt, aber hat mich keines Blickes mehr gewürdigt. Ich musste es tun, um das Familienerbe zu retten. Retten? Du hast uns ruiniert. Yakamoto, das war unsere letzte Chance. Jetzt verlieren wir alles. Das Schloss, LCL, alles. Ach, wenn Berg sich damit oben noch zufrieden gibt. Ich weiß, dass die Lage ernst ist. Aber wir können es schaffen. Ja, und wie? Indem wir das tun, was euer Vater verlangt hätte. Und meiner übrigens auch. Indem wir zusammenstehen und uns wie eine Familie benehmen. Oh Gott, dass ausgerechnet Sie jetzt den Familiensinn für sich entdecken, das ist ja Hohn. Keiner von uns will verkaufen, das wissen Sie ganz genau, aber wir haben keine andere Wahl. Weißt du, ich habe gedacht, ich habe fette schwarze Zahlen auf dem Konto. Und dann kommen diese Banditen vom Finanzamt und wollen 800 € jeden verdammten Monat von mir haben. Aber soweit ich weiß, ist es normal, die Umsatzsteuervorauszahlung zu leisten. Und woher soll ich das wissen? Ich bin kein Bankheini. Ich verkaufe Burritos. Ja, aber jetzt sitzt du in der Klemme, weil du alles ausgegeben hast. Warum hast du mir nicht gesagt, was los ist? Du hast dich so über den Schmuck gefreut und ich war endlich mal stolz, dir was bieten zu können. Du dealst mit geklauter Elektronik, um einen auf dicke Hose zu machen. Ich will nicht einen auf dicke Hose machen. Ich habe einfach nicht so eine Chefdesigner-Assistentengage wie du. Weißt du, wie hart ich schuften muss, damit ich mich überhaupt über Wasser halten kann? Und dann wirst du lieber kriminell. Warum hast du mich nicht gefragt, ob ich dir helfen kann? Ich bin deine Frau. Eben, und ich bin der Mann und deswegen ist es mein Job, für uns zu sorgen. Und außerdem bin ich nicht kriminell. Ich bewahre nur für ein paar Tage für einen Kumpel die Sachen auf. Ist doch kein großes Ding. Kein großes Ding. Was meinst du, was passiert, wenn das Ganze auffliegt? Dann gehst du in den Knast und nicht dein Kumpel. Kim, jetzt warte doch mal. Ansgar, komm da raus, verdammt! Ich könnte Ihnen vielleicht eher behilflich sein, wenn Sie mir sagen würden, wonach genau Sie suchen. Dann müsste ich es ja nicht suchen, Justus, nicht wahr? Noch mal, irgendein alter Sack hat doch mal gesagt, dass es alles schon mal gab. Wer kann was Dummes, wer was Kluges denken, das nicht die Vorwelt schon gedacht? Den meine ich. Ja, Goethe. Faust, erster Teil Mephisto. Ja, ich fürchte, genau das ist es, was wir brauchen. Ein Pakt mit dem Teufel. Wer weiß, vielleicht hat er ja doch noch irgendeine Idee. Das hast du doch vorhin auch gesagt, Sebastian. Wir haben ihn doch schon gefragt. Ich meine, wenn er einen Masterplan hätte, dann würde er sich doch nicht in der Bibliothek verschanzen. Also davon würde ich abraten. Das ist noch niemandem bekommen, nicht einmal Mephisto. Justus, ich bin nicht auf eine Baumschule gegangen. Was ist das denn? Verdammt noch mal, ich habe genau eine Chance, sie zu überzeugen und das wird nicht leicht. Es wundert mich auch nicht, dass du dich nicht raustraust. Du bist ja auch an allem schuld. Du blödes, arrogantes Arschloch! Ja, das war's dann wohl. Game over. Was macht man, wenn die eigene Glaubwürdigkeit auf Ramschniveau runtergestuft wurde? Victoria hat mal von so einer ähnlichen Situation erzählt, als sie damals für die 800-Jahr-Feier recherchiert hat. Die Familienchronik, die Frau Wolf zusammengestellt hat. Hier.
Justus, großartig. Ich weiß allerdings immer noch nicht, wonach Sie suchen. Genau danach. Hey Kim, ich bin's. Lass uns doch einfach in Ruhe darüber reden, ja? Ich meine, ich kann ja verstehen, dass du geschockt bist, aber ist doch kein Grund, dass wir uns jetzt streiten. Das ist doch Quatsch. Also, ruf mich da einfach zurück, ja? Alter, erschrick mich nicht so, ja? Alter, ganz ruhig. Ich hab eine süße Beruhigungspille mitgebracht. Weißt du, ich habe noch mal drüber nachgedacht und... Na, ich weiß nicht, ich könnte die Kohle wirklich gut gebrauchen, aber... Meine Frau macht einen totalen Aufriss von wegen, dass es keine gute Idee ist und so. Es ist sogar eine richtige Scheißidee. Oh. Nimm deine Kohle und verpiss dich. Könntest du uns ein Geschäft zu Ende bringen lassen? Es gibt kein Geschäft. Holt einfach euer Zeug ab, ja? Na dann, wenn du die Kohle nicht brauchst. Ich könnte die Kohle wirklich gut gebrauchen, aber... Ich möchte auch nicht, dass du dir deswegen Sorgen machst, ja? Wow. Machst du das denn? Ich habe dein Geschenk wieder verkauft. Es war wunderschön, aber wir können es uns nicht leisten. Weißt du, ich liebe dich auch, wenn du mir keine Klunker schenkst. Ich will einfach nicht, dass du in den Knast gehst. Ich meine, du hast gut lachen, ja? Aber ich meine, die Sache war mir natürlich so unendlich peinlich, dass ich auf keinen Fall mehr zurück konnte in die Schule. Und da musste ich mir irgendwas einfallen lassen. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich es für eine brillante Idee gehalten, mich mit meinem Vater in seinem Sprechzimmer einzuschließen. Und damit Papa mich auf keinen Fall wieder zurück in die Schule schickt, habe ich so getan, als hätte ich den Schlüssel verschluckt. Was hat dein Vater da gemacht? Der hat mich zuerst ausgelacht und dann hat er mich am Schlawittchen gepackt und ist mit mir aus dem Fenster geklettert. Die Praxis lag im Erdgeschoss. Tut sehr, sehr gut, dich mal wieder lachen zu hören. Es tut sehr gut, mal wieder deine Stimme zu hören. Ohne deine Geschichten wäre ich hier drin schon längst ausgerastet. Moment, ich hol dich da raus. Moment, ich bin gleich wieder da. Sag mal, Marlene, wie lange dauert es noch ungefähr, bis die Wartungsleute den Lift wieder fit gekriegt haben? Wie? Der läuft schon längst wieder. Wie? Ja. Seit mindestens einer halben Stunde. Leg den Handschuh zurück. Sorry. Sag mal, weißt du eigentlich, wo genau du steckst in dem Lift? Nicht, dass der Lift noch abstürzt und du dir wehtust. Ricardo, was sagst du da? Keine Ahnung, ich bin irgendwo im Dunkeln unterm Penthouse, glaube ich. Du machst mir Angst. Ah nein, es tut mir leid, ich wollte nicht, dass du sowas denkst. Stell dir einfach was ganz Schönes vor. Ist dir was eingefallen? Ja, ich glaube schon. Estás tan travieso. Keine Ahnung, was du gesagt hast, aber ich brauche jetzt ganz dringend einen Arzt. Mach dich doch bitte schon mal frei. Stell dir alles ganz genau vor. Jeden einzelnen Moment. Und dann machst du ganz langsam die Augen auf. Und erklärst mir, was das alles soll. Ah, herzlich willkommen. Jetzt sind wir endlich mal in der männlichen Überzahl. Ich glaube, das gab's hier noch nie. Ja gut, dann kann ja das starke Geschlecht die Kiste tragen. Danke. Wir lassen uns nämlich nicht unterbuttern, richtig? Sowieso nicht. Und? Hast du das mit dem Finanzamt auf die Reihe gekriegt? Für diesen Monat erstmal ja. Sascha, also wenn du Stress machen willst, ja, dann... Hey, ich weiß doch, dass deine Frau keinen Erbarmen hat. Aber allein schon, dass die Kisten eine Zeit lang bei dir stehen konnten, hat mir extrem geholfen. Ich guck, dass sie so schnell wie möglich bei dir weg sind. Also bist du nicht sauer? Nö, ich find's nur schade, dass es nicht zum Geschäft kommt. Ich krieg bald wieder eine Lieferung, da wäre mehr für dich drin gewesen. Okay, pass auf, ich melde mich einfach, wenn mir was einfällt, okay? Okay. Was Wichtiges?
Ach nein, ich habe Sascha nur gesagt, dass er so schnell wie möglich sein Zeug bei mir rauspacken soll. Hey, wir kommen ohne den und seine krummen Touren klar. Klar. Ich fürchte, wir müssen so schnell wie möglich Bankanteile verkaufen, bevor publik wird, wie klamm wir sind. Wir schlachten die Milchkuh? Nein, das werden wir nicht. Hör auf mit dem Kommandoton oder ich vergesse mich. Ich will euch nicht kommandieren. Ich will euch überzeugen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Lahnsteins kurz davor waren, alles zu verlieren. Wahrscheinlich gäbe es diese Familie längst nicht mehr, wenn sie sich nicht damals hinter Ansgar I. versammelt hätte. Und das, obwohl ihn jeder gehasst hat. Oh Gott, was kommt jetzt für eine Schmonzette? Wir wurden angegriffen. Und Ansgar I., übrigens ein ziemlich unleidlicher Zeitgenosse, bat die Seinen um Beistand in der Schlacht. Gemeinsam hat man den Feind besiegt. Mir wird etwas einfallen, wie wir Berg doch noch loswerden. Aber das macht nur Sinn, wenn ihr mir vertraut. Ich werde euch nicht enttäuschen. Gut. Justus? In diesem Fall muss ich euch wohl an die Worte des guten Ludwig erinnern, die er in das Vorwort dieser Familienchronik geschrieben hat. Es ist ein Wunder, dass die Lahnsteins über die Jahrhunderte überlebt haben. Meiner Ansicht nach liegt ihre Kraft vor allem darin, dass sie sich im entscheidenden Moment stets daran erinnert haben, dass sie Lahnsteins sind. Und das möge kein Lahnstein je vergessen. Ein weiser Mann, der gute Ludwig. Das seht ihr doch wohl hoffentlich genauso. Kämpfen wir gemeinsam oder gebt ihr auf? In diesem Fall bin ich gern bereit, bei Yakamoto zu Kreuze zu kriechen. Es ist ganz allein eure Entscheidung. Die Frage, die ihr beantworten müsst, ist: Sind wir noch eine Familie?